Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um den Künstler Keith Haring. Haring wurde bekannt durch seine Zeichnungen und Graffitis. Irgendwie gehört er auch zur Pop Art und er gilt als Wegbereiter der Street Art. Die Aktionen von Banksy erinnern mich an Haring. Sein Vater hat mit ihm Comics gezeichnet und das hat auch seinen Malstil beeinflusst. Als er zum Studieren nach New York gegangen ist, hat er angefangen, Ausstellungen zu organisieren und dabei hat er auch Andy Warhol und andere Pop-Art-Künstler kennengelernt. So richtig bekannt wurde er durch seine U-Bahn-Bilder. In der New Yorker U-Bahn gab es viele Werbetafeln. Wenn die Tafeln nicht mit Werbeplakaten beklebt waren, wurden sie mit schwarzem Papier überklebt. Diese Fläche nutzte Haring für seine Zeichnung. Fast 5 Jahre lang zeichnete er mit weißer Kreide seine Bilder auf das schwarze Papier und wurde so schnell bekannt in der ganzen Stadt. 5.000 bis 10.000 Bilder soll er in dieser Zeit in der U-Bahn gezeichnet haben. Obwohl er Kreide benutzte, die sich leicht abwaschen lässt und die Werbetafeln von niemandem benutzt wurden, war es verboten, die Fläche zu bemalen. Haring wurde sogar deswegen verhaftet. Aber das hat ihn wahrscheinlich nur noch berühmter gemacht. Die schnellen, einfachen Zeichnungen sind typisch für Harings Stil, mit dem er später auch Wände und Häuser in der ganzen Welt bemalt hat. Seine Zeichnungen kann man sofort wiedererkennen. Er benutzte auch immer ähnliche Formen und Figuren. Haring ist nur 32 Jahre alt geworden und starb 1990. Schauen wir uns mal ein paar von Harings Bildern an. Oft malt er diese Figuren und er füllt das ganze Blatt mit Zeichen, dass man die Figuren nicht gleich erkennen kann. Hier kann man Beine und Arme erkennen und wieder diese Figuren. Oft benutzt er Symbole wie das Herz und diese Bewegungslinien, die auch in Comics vorkommen. Er hat die Figuren sehr stark auf wenige Striche vereinfacht, sodass man sie gleich erkennen kann. Die Bedeutung ist aber nicht gleich erkennbar. Oder warum hat diese Figur ein Loch im Bauch? Die Figur im Fernseher hält sich die Augen zu? Das ist schon einfacher. 2 Hunde, die sich anbellen. Haring hat ganz verrückte Ideen, was seine Figuren alles anstellen können. Dieses Baby ist vielleicht eine seiner bekanntesten Figuren und natürlich der Hund. Wow, wow. Wow. Toll finde ich, wie Haring es schafft, mit ganz wenigen Strichen diesen Hund zu zeichnen und wir erkennen ihn sofort. Jetzt kannst du mal ein Bild wie Haring machen. Ich zeige dir, wie du eine Haring-Figur zeichnen kannst und dann kannst du mal versuchen, diesen Hund mit ganz wenigen Strichen zu zeichnen. Wir zeichnen mit Bleistift ein Strichmännchen vor. Die Beine und Arme sollen ruhig abstehen und angewinkelt sein. Jetzt zeichnen wir um das Strichmännchen herum unsere Figur. Die Hände und den Hals können wir dabei auch weglassen. Den Hund kannst du erst ein paar Mal üben und dann zeichnest du ihn mit einem dicken Stift oder einem Pinsel. Dann wünsche ich dir viel Spaß.